Heute zeigen wir euch, wie wir eine Terrasse austauschen. Wir zeigen euch Tipps und Tricks und worauf ihr achten müsst. Viel Spaß! Ja, moin und willkommen bei Planeo. Ich bin der André und wir sind hier auf der Baustelle, wo wir auch unsere Fassadenpaneele angemacht haben und wollen jetzt ja hier noch die Terrasse machen. Von der Farbe sieht es hier nachher ganz anders aus, gar nicht in so einem gräulichen, sondern in einem Sandton. Zur Terrassendiele sage ich euch später noch mal was, das ist nämlich was ganz Besonderes. Eine Art Massivdiele, aber doch auch irgendwo Hohlkammer, aber da kommen wir später zu. Wir werden jetzt erstmal den Schritt gehen, dass wir die alte Terrasse aufnehmen. Noch mal ganz kurz was zur jetzigen Terrassendiele. Das ist unsere Titanwood XL. Ist auch eine Hohlkammerdiele. Sieht eigentlich noch richtig gut aus. Der Kunde, der die hier hat sie dann manchmal noch mit dem WPC-Öl ein bisschen gepflegt. Ansonsten aber nur ganz normal sauber gehalten, ne? Mit Hochdruckreiniger bzw. mit so einem Schrubber. Also von der Terrassendiele ist die zwar noch gut, aber sie hätten gerne eine andere Farbe. Und drin ist ein schönes Eicheparkett und dann soll nachher so die Optik so ein bisschen durchlaufen. Deswegen kommt jetzt hier eine Sand rein. Bei einer WPC-Diele ist es ja meistens so, dass man hinten die letzte Reihe schrauben muss. Das haben wir hier auch. Das heißt, wir werden hier gleich diese Schrauben hier lösen, wo man das hier schön fein säuberlich verschraubt hat. Und dann kommen wir gleich an den Clip, um den dann rauszuziehen. Die Lichter, die wir jetzt hier noch sehen, die werden nachher wieder eingebaut, sodass wir die Beleuchtung und alles behalten. Hi. Hi, ich bin der Jones. Ich darf heute helfen. James ist auch dabei. James oder Jones? Ja, Jones wird gleich anfangen, die Schrauben rauszunehmen und die Dielen zu entfernen. Das, was ich auch noch sagen wollte, die Dielen werden nachher nicht weggeschmissen. Die finden ihre Wiederverwendung bei einem Bekannten. Also muss ich vorsichtig sein, nicht einfach kaputt machen. Nee. Das ist schade. Du bist kein Radiator-Terminator. Na gut. Jetzt nehmen wir hier die Clips ab, packen wir wieder weg, weil die wollen wir wahrscheinlich noch mal verwenden. Und dann gehen wir jetzt hier so Reihe lang und dann bauen wir hier alles ab. Ja, Terrasse ist jetzt soweit weg. Wir brauchen jetzt gleich unsere erste Diele, die schneiden wir uns gleich zu. Wir haben hier 5 Meter Dielen, gibt es aber auch in 4 Meter. Und wir brauchen immer 4 Meter und 5 Millimeter. Werden wir uns gleich zuschneiden, ist vom Schneiden her gar kein Problem. Entweder mit der Kappsäge, könnt ihr natürlich auch mit der Stichsäge machen, aber man möchte auch einen schönen geraden, sauberen Schnitt. Deswegen würde ich da eine Kappsäge empfehlen. Und ja, von daher, das machen wir jetzt erstmal. Ja, als erstes müssen wir bei der ersten Reihe jetzt wieder aufpassen, dass wir die Löcher der Lampen wieder einsetzen. Da übernehmen wir einfach die alten Maße der Löcher und bohren das vor und setzen das ein. Wir haben eben ganz kurz was zu den Clips. Das ist der Startclip. Könnt ihr entweder hier befestigen oder auch von vorne. Das ist manchmal auch ganz praktisch. Steckt natürlich dann hier nachher so drin. Ne? Und wenn ihr es von vorne natürlich befestigt habt, ist ganz cool. Zum Beispiel bei einer Holzunterkonstruktion oder auch WPC von vorne, je nachdem. Dann könnt ihr auch den Clip mal lose nehmen und könntet von der Seite die Diele wieder rausziehen. Aber ansonsten, genau, ist es egal, ob ihr jetzt von vorne oder von der Seite festmacht. Machst du so, ne? Oh.
Und dann habt ihr hier, das ist der Montageclip, der sieht so aus. Und hier ist halt auch ganz praktisch, die Spitzen vorne sind selbstschneidend, das heißt, ihr braucht nicht vorbohren. Ihr geht letztendlich so vor, das seht ihr aber auch ja im Video dann, ne? Aber ihr habt die Diele, die erste Reihe drin, dann den zweiten Clip, den setzt ihr euch schon mal so rein, schraubt den schon mal fest in der Unterkonstruktion, aber noch nicht ganz durch, nur so, dass er festhält, dass er nicht einfach so wieder rausfällt. Das heißt, nur kurz ansetzen und dann nehmt ihr nachher, wenn ihr alle Clips runtergesetzt habt, nehmt ihr dann die zweite Diele, setzt die dann ran und jetzt könnt ihr von oben festschrauben, die Diele ist fest. Andreas muss arbeiten. Richtig. Ja, warte, lass mal gucken. Hier. Ist das schöne Flucht. Minimal wirklich. Zu viel. So. Bombe! So, das war gut. So, siehst du? Hier dran. So. Und nächste. Was ist jetzt der große Vorteil von diesem Clip? Finde ich persönlich, wir schrauben das ja nachträglich fest. Das heißt, ich kann es aber auch nachträglich wieder rausnehmen. Wenn ihr jetzt mal irgendwie an den Untergrund ran müsst oder eine Diele ist kaputt, ihr müsst eine Diele aus der Mitte heraus wechseln, dann müsst ihr nicht die ganze Fläche wieder hochnehmen bis zu der Stelle. Weil es gibt auch Clips, wo dann quasi die Verschraubung verdeckt ist. Das heißt, ihr müsst dann die ganze Fläche hochnehmen, um an diese eine kaputte Diele zu kommen. Und hier ist es letztendlich dann nachher nur so, dass die Diele, die ihr tauschen wollt, dann nehmt ihr links und rechts die Clips weg, könnt das hochnehmen, tauscht die Diele aus, mit den Clips wieder reindrücken, festschrauben und fertig. Finde ich eigentlich ganz praktisch, ne? Genau, aber sonst ein ziemlich einfaches System. Diese kleinen Zähne hier, die krallen sich dann nachher in der Nut richtig fest, sodass sie die Diele auch festhalten dann, ne? Also generell, das ist unsere Terrassendiele Max Line. Könnt ihr mal bei uns gucken im Shop, euch Muster bestellen. Ich habe ja zu Anfang gesagt, das ist ein bisschen was Besonderes. Was ist daran so besonders? Wenn man jetzt im ersten Blick schaut, man hat hier einen WPC-Träger, dann ist das einmal komplett ummantelt mit 100% Kunststoff. Ist also eine Coex-ummantelte Terrassendiele. Ist richtig gut gegen Feuchtigkeit, gegen Frost, nochmal ein besserer Schutz als WPC überhaupt und auch viel UV-beständiger nochmal als normales WPC. Was ist aber jetzt das Besondere? Das Besondere sind diese Kanäle, die man hier sieht. Im ersten Moment würde man sagen, ja, es ist eine Hohlkammerdiele. Aber eine Hohlkammerdiele ist nochmal wieder anders als dieses hier. Eine Hohlkammerdiele hat ungefähr 50 bis 70%, meine ich, weniger Material als eine Massivdiele. Wenn man sich das hier anguckt, diese runden Löcher, hier sind es ungefähr 30 bis 35% weniger als eine Massivdiele vom Gesamtgewicht. Was ist aber hier das Besondere? Man hat diesen mittleren Kern, da wo eigentlich kaum Kräfte wirken, der vom technischen her überflüssig ist, den hat man hier rausgenommen und den Rest hat man aber stehen lassen. Das heißt, hier bleibt man von den technischen Eigenschaften bei einer Massivdiele, von der Festigkeit, von dem Arbeiten, von der Stabilität her, es ist eigentlich eine Massivdiele. Aber halt eine gewichtsreduzierte Massivdiele, weil man den unwichtigen Kern, der kaum Kräfte abhält, der wurde hier einfach entfernt. Und das ist eigentlich ziemlich genial, weil ich kann das dann zum Beispiel auch auf meinen Balkon oben legen, wo ich mit dem Gewicht vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Da könnte ich so eine Terrassendiele nehmen. Ich kriege die maximale Haltbarkeit, aber habe halt nicht so das hohe Gewicht. Also daher eigentlich ziemlich cool. Diese Härchen, die ihr hier so auf der Fläche so ein bisschen verteilt seht, das ist von der Herstellung und diese Ausbürstung, die man da beim WPC macht oder bei dem Kunststoff. Jetzt nicht erschrecken, das ist jetzt kein Mangel oder sowas, das ist auch kein Reklamationsgrund. Die gehen aber von alleine weg, indem ihr einfach die Terrasse benutzt. Nach wenigen Wochen sind die abgelaufen und dann ist die Terrasse glatt. Also von daher nicht erschrecken. Das ist jetzt nicht, dass ihr denkt, oh, mein Boden löst sich hier auf oder irgendwie, keine Ahnung, die Schicht hier, die ist kaputt, die ist rissig oder so. Nein, das ist es nicht. Das ist ganz normal von der Herstellung. Geht von alleine nachher wieder weg. Könnt ihr ganz normal verlegen und jo, das wollte ich mal gesagt haben. Das war doch klar, ne?
Und sollte bei euch der Clip auch mal so rausdrehen, dann einfach den leicht wieder rausschrauben, bis er wieder richtig sitzt und dann nochmal vernünftig festhalten, vorsichtig wieder festschrauben und dann passt das eigentlich. So, für heute sind wir durch. Es ist sehr warm, wir sind fertig. Aber wir haben viel geschafft. Wir machen morgen früh weiter, wenn das Wetter nicht mehr ganz so gnadenlos ist. Bis dann. Ja, der nächste Tag hat begonnen. Es ist wieder schön heiß und jetzt werden wir hier den Rest zulegen, Lichter einbohren und ja, fertig machen. Let's go. Let's go. Oh, ich bin so durch, die Hitze ist kaputt. Hitze ist kaputt. Ja, die Hitze ist kaputt. Ja, hier zum Schluss fädeln wir jetzt einfach nochmal die Lampen durch. Checkt dann natürlich auch immer, nachdem ihr das wieder angeschlossen habt, ob die auch gehen, bevor ihr dann die Diele richtig festmacht. Nicht, dass da doch nochmal irgendwie ein Stecker lose ist oder irgendwas, ne? Also einmal prüfen. So ist gut. Ja. Ey. Ich film nur den. Ja, Jones wird jetzt hier schon mal die Clips setzen, dass die Diele fest ist. Joseph und ich werden mal eben losgehen und die Diele zu schneiden. Wir haben ja noch ein bisschen Fuge wieder, aber ich denke, wenn wir hier auf 4 cm gehen mit dieser 6-7 mm Fuge, das sollte dann hinhauen. Ja, wir haben ja die alte Terrasse war ja genauso ausgemessen, dass das passte von den Dielen. Hier ist das Maß ein bisschen anders, deswegen haben wir jetzt hier so ein 4 cm Stück. Man hätte jetzt natürlich auch vermitteln können, dass man sagt, ich habe hier 2 cm Diele und da vorne am Anfang auch so ein 2 cm Stück. Aber erstmal 2 cm ist schon ziemlich blöd. Und da hinten ist die sichtbare Seite. Hier steht nachher noch eine Lounge drüber und so. Hier sieht man das nachher nicht. Deswegen haben wir uns entschieden, hier hinten diesen 4 cm Streifen zu machen. Theoretisch, wenn man jetzt an beiden Seiten stückelt, müsst ihr euch auch bewusst sein, ihr müsst halt dann die erste Diele schrauben, also sichtbar verschrauben, weil ihr nicht mehr mit dem Clip arbeiten könnt. Den habt ihr dann ja abgeschnitten, also die Nut. Und wenn jetzt da vorne, gerade in der Sichtkante, auch noch Schrauben gewesen wären und so, das wäre alles nicht so schön gewesen. Deswegen kommt jetzt hier der Streifen rein und hoch. Oh. Au! Was denn? I feel good. Die Clips, die krallen sich da ja so richtig rein. Ja. Wir verschrauben die gar nicht sichtbar. Wir machen nur die Clips fest. Clips so reicht? Ja. So. Zähne, die da rein. Hey.
Ja, damit sind wir auch am Ende angekommen. Fassade, anderes Video ist natürlich fertig. Jetzt hier auch die Terrasse schön mit der Diele. Beleuchtung ist wieder drin, schön möbliert. Und insgesamt muss man schon sagen, auch die Stimmigkeit zwischen Fassade und Terrasse sieht wirklich gut aus. Und auch dieser Eicheton ist wirklich schick. Also ich kann nur empfehlen, schaut mal bei uns im Shop, holt euch ein paar Muster, gebt einen Daumen hoch, wenn euch das gefällt. Und dann, ja, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Ciao.